Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Kulturbildern. Wir haben aufgehört bei die Zeit Friedrichs des Großen und sind jetzt bei Stadt- und Landleben. Bild 175. Gespannwechsel. Um die Beförderung der Reisenden zu beschleunigen, wurden die ermüdeten Pferde auf bestimmten Poststationen ausgewechselt. Solche Pferdewechsel nannte man Release. Wer besonders schnell reisen wollte, bestellte sich eine Extrapost. Ihm wurde auf den Extra-Poststationen immer neue Pferde bereitgehalten, sodass die lange Fahrt in beschleunigtem Tempo zurückgelegen werden konnte. Bild 176. Bänkelsänger. Zu den Attraktionen des Jahrmarktes gehörte der Bänkelsänger, Nachfahre der alten Barden und Vorläufer der Filmwochenschau. Auf einem Bänkel stehend trug er neue Ereignisse sowie Schauergeschichten vor, oft auf der Bauerleihe begleitet. Um mehr Eindruck zu machen, entrollte er von den Zuschauern eine große Leinwand, auf der in grellen Farben die Geschichte gemalt waren. Bild 177. Schmausengarten von Nürnberg. Die Sehnsucht nach der Natur und einfachen ländlichen Verhältnissen, die das zuerst so naturferne 18. Jahrhundert beseelt, ließ vor den Stadttoren Gartenwirtschaften entstehen, die der Bürger am schönen Sommernachmittag gern aufsuchte, um in den Anlagen zu luftwandeln und eine leichte Erfrischung oder auch den noch sehr seltenen Kaffee einzunehmen. Bild 178. Tanz unter der Dorflinde. Zu den ländlichen Freuden gehörte der heute leider kaum mehr gebräuchliche Tanz unter der Linde. Ein Tisch oder über Fässern gelegte Bretter dienten als Podium. Die Dorfmusik spielte auf und Burschen und Mädel drehten sich im Tanz, der in den deutschen Landschaften verschieden das Temperament des Stammeskarakters deutlich verriet. Ja, je derber, desto derber das Volk. Bild 179. Topfschlagen. In vielen deutschen Landschaften haben sich bis heute brauchtümliche Tänze oder Spiele zum Erntefest erhalten. Dazu gehört auch der Hahnenschlag oder das Topfschlagen, ursprünglich ein kultischer Brauch, wobei der Hahn in einer Erdgrube unter einem Topf verborgen lag. Es galt, mit verbundenen Augen den Topf in 3 Schlägen mit dem Dreschfegel zu zerschlagen. Der erste Sieger erhielt den Hahn als Preis. Bild 180. Park mit Ruine. Während die Blütezeit des Rokoko-Stils noch die architektonisch strengen Gärten mit künstlich geschnittenen Hecken und Alleen liebte, wandelte sich unterm Einfluss des englischen Naturparks der Geschmack grundlegend. Natürliches Wachstum der Pflanzen und Bäume tritt in seinen Rechte, verbunden mit der Schwärmerei für stimmungsvolles Beiwerk wie Ruinen, Tempel, Grotten und Hütten. Es geht weiter mit Alltag und Festtag. Bild 181. Theaterloge. Die europäischen Theater des 18. Jahrhunderts waren viel mehr noch als heute Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Der noch jetzt bevorzugte ursprünglich italienische Aufbau hatte sich bereits damals herausgebildet. Die tiefe Bühne bot Raum für reiche Dekoration und die Bewegung mit der Oper verbundenen Ballett, deren Inhalt meist der antiken Sagenwelt entnommen war. Bild 182. Silhouettenzeichner. Der Schattenriss, nach einem französischen Finanzminister auch Seolette genannt, war eine im späten 18. Jahrhundert besonders beliebte Porträtierungsmanier, bei der Dargestellte im Profil in schwarzer Farbe auf weißem Grund zu sehen ist. Der Silhouettenmaler zog die Umrisse der vor einer beleuchteten Leinwand sitzenden Gestalt nach und fügte die Inzeichnung später hinzu. Bild 183. Haushaltsabrechnung. Auch in früherer Zeit hat die Hausfrau stets mit großer Gewissenhaftigkeit ihr Haushaltungsbuch geführt und alle Ausgaben genau gebucht. Im 18. Jahrhundert besaß das Geld noch eine viel höhere Kaufkraft als heute. Für Lebensmittel wie Butter oder Fleisch zahlte man damals etwa nur ein Viertel oder ein Fünftel des heutigen Preises und der Pfennig stand in hohen Ehren.
Ein Viertel, ein Fünftel, also das Buch ist aus den 30ern. Jetzt kommt ein tolles. Bild 184. Der Kaffeeriecher. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Kaffee zum Volksgetränk. Noch im 18. Jahrhundert war er ein seltener Genuss und auf die privilegierten Kaffeehäuser beschränkt. In Preußen errichtete man ein Staatsmonopol auf den Kaffee. Besondere Kontrollbeamten, die sogenannten Kaffeeriecher, mussten die Wohnungen nach verbotenem Kaffee durchsuchen, ähnlich wie man heute beim Sprithandel vorgeht. Ich kann mir das so gut vorstellen. Haben Sie Kaffee zu Hause versteckt? Ich rieche Kaffee. Geil. Ja, gut. Okay. Dichtervorlesung im Boudoir. Bourdam oder sowas heißt das irgendwie. Tut mir leid, wenn ich das die richtige Aussprechung nicht richtig hinkriege. Nun ja. In der galanten Zeit war das weibliche Geschlecht oft die erste Adresse, an die Dichter und Schriftsteller sich wandten, um ein Urteil über ihre Werke zu hören und ihre Wirkung zu erproben. Die Salons der Vornehmen, die auch literarisch tonangebend waren, verhalfen manchen Dichter erst zur Anerkennung in der Öffentlichkeit und regten ihn zu neuem Schaffen an. Im Übrigen, ich habe das mal nachgeschaut, dieses ich werde jetzt das hier kurz einblenden und wie die Aussprache ist. Boudoir. Das heißt ungefähr so viel wie Schmollen. Im Prinzip kann man dieses Wort in eine Schmollstube direkt übersetzen. Kommt eben aus dem Französischen. Ist halt ein extra Raum für die Damen. Der Schmollraum. Und das letzte Bild für heute, Bild 186, Danziger Beischlag. Das vornehme Danziger Wohnhaus der Barock- und Rokokozeit entwickelte einen durchaus bodenständigen Typus des Hauseinganges, den sogenannten Beischlag. In der warmen Jahreszeit spielte sich ein guter Teil des häuslichen Lebens hier auf diesen Freiterrassen ab, ähnlich wie bei uns heutzutage auf Balkon oder Veranda, als deren Vorläufer dieser Beischläge angesehen werden können. Und das war's für heute. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht und dann sehen wir uns wieder bei Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.